Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kalinos Event Kanal. Ich bin in Bad Aibling beim Echelon Festival und ich mache mit euch jetzt einen Rundgang. Es ist Freitag, schon späterer Abend. Es ist jetzt gleich 7:30, aber eher ließ ich es leider nicht machen, weil ich musste mich erstmal zurechtfinden und ja, auch war es ganz schön warm hier in der Sonne. Wir schauen uns jetzt kurz die Karte an, das Timetable und dann gehen wir nach und nach alle Stages durch und ich zeige euch ein bisschen was und ja, nehmt euch einfach mit. Und ich kann dir sagen, es ist sehr interessant. Also es hat schon ein bisschen was anderes als die anderen Events, so Isle of Summer oder Icarus. Es ist ein bisschen anders. So, fangen wir an mit der Karte. Ja, scheint jetzt ein bisschen die Sonne drauf, aber könnt ihr euch auch noch beim Anfahrtsvideo anschauen. So, wie gesagt, wir sind ja bei 19:30 Uhr, das heißt, auf der Radiant ist gerade Lily Palmer, auf der Echo ist Richter, im HD Cage ist Daniel S., auf der Nebula ist Alfred Heinrichs. Oh, das wird hart, den kenne ich, der hat richtig Bass dabei. Dann Frequency ist Asom B2B Honey. Molekül, die habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Und die in die Symbiotika, da kommt irgendwie nicht jeder rein. Da weiß ich auch nicht so richtig, was das soll. So, das ist nochmal das Line-Up von morgen. Und wie gesagt, falls ich mich zwischendurch verlaufe, nehmt es mir die übel. Ich muss mich hier auch noch ein bisschen zurechtfinden. Ihr seht, wir sind hier am Eingangsbereich. Die Leute kommen mehr und mehr hier durch. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes gleich mal zur Nebula Stage, weil die ist nämlich gleich hier. Und nehmen euch da einfach einmal mit. Wir gehen mal ein bisschen rein und rum. Wie gesagt, seitdem die Sonne jetzt ein bisschen tiefer steht, ist das Ganze ein bisschen angenehmer. So. Die Leute sitzen immer noch gerne im Schatten, aber wir gehen einfach mal jetzt hinter. So, einfach einmal durch. Sollte passen vom Ton her. So. Wie gesagt, es kommen zu jeder Stage noch einzelne Videos. Ich habe damit auch schon bei einigen schon angefangen. Und ja. Da im Hintergrund die Figur da oben, das ist die Radiant Stage, die Main Stage. Und wir wurschteln uns jetzt einmal mal ein bisschen weiter. Also ich kann dir schon mal sagen, das Gelände ist groß. Icarus Größe, ja, würde ich fast sagen. Vielleicht nicht ganz, aber doch schon. Ja, wohl. Na, ich glaube, das Icarus ist noch ein Stück größer. Aber hat schon eine beeindruckende Größe. Ich würde sagen, irgendwo zwischen iOS Wien und Icarus, so mittendrin. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was das soll. Das sind irgendwelche Kammern. Wie gesagt, am Hintergrund seht ihr noch ein bisschen Essen. Das soll wahrscheinlich ein bisschen Kunst darstellen. Hier auf den Forbidden Grounds, wie sie genannt werden. Deswegen sage ich ja, also es ist ein bisschen anderes Feeling hier. Aber da drüben ist Merchandise, Tattoos.
Da ist der Camel Shop oder Camel Stand. Ihr habt da schönes Echelon-Schild. Da gibt es Sambuca-Shots, Drinks. Hier ist ein Cupra-Strand. Weiß nicht, ob man sich einen Cupra kaufen soll. Also hier steht zumindest auch einer. Von der Beize Group, keine Ahnung. So, wir nähern uns der Mainstage. Und wie vielleicht einige erkennen werden, es ist Lilli Palmer. Wir müssen hier ein bisschen rumlaufen. Also ich kann euch schon mal sagen, das Video wird länger, weil einfach wegen Laufen. Hier ist auch sehr viel Polizei und so unterwegs. So. Oh, jetzt ein bisschen Schatten, zumindest mal für mich. Ich sehe sie gar nicht da vorne. Ah doch, da. Wie gesagt, da sind wieder links die Premium steht. Die geht bis dahinter. Da kann man bis vorlaufen. Jetzt kann jemand los. Ja, ich glaube, da oben ist ziemlich viel los. Da geht man nicht auf, wie gesagt, normaler Premium steht. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Stockt ein bisschen. So, jetzt müssen wir den Weg hier wieder zurück. Anders geht's nicht. Und ich würde sagen, wir behalten uns links am Camel-Stand wieder vorbei und lasse noch kurz hier rüber. So, über den Zaun. So, jetzt einmal schön da durch und dann kommen wir, ich glaube, war der große Food-Bereich. Wo wollen wir hin? Wie gesagt, hier machen sie halt alle Fotos vom Echelon, obwohl es auf der Seite verkehrt rum ist. Also eigentlich müsste man das eigentlich nur auf der anderen Seite machen. So, schön mit Sonne. Wenn man schön nichts sieht. Also wie gesagt, ihr habt da ein bisschen Merchandise. Die ersten haben auch schon ein paar Ausfallerscheinungen. So, hier kann man sich Tattoos, Piercing, Festival-Styling. Hier ist der Awareness-Stand.
Auch die machen Musik und gar nicht mal so übel. So, dann geht's weiter. Hier mal ein kurzer Sneak Peek. Da ist die Echo Stage. Und da hinten geht es dann mit den Stages weiter. Hier chillen alle schön im Schatten. So, und hier kommen wir jetzt zum Essen. Wie gesagt, auch da drüben ist Essen. Wenn man dann noch Rückweg, hier gibt es Wok. Da hinten hat noch einer nicht aufgemacht. Burger, eine vegane Fleischerei, also auch was für Vegane. Mit Leberkassem und alles. Das ist auch Green, also denke ich mal auch sowas. Ja, wie immer natürlich Langosch. Und eine ziemlich große Sitzfläche, muss ich sagen. Das ist jetzt bis jetzt eigentlich so die größte, die ich bis jetzt bei Festivals gesehen habe. So, was haben wir hier noch? Currywurst. Bisschen was Süßes. Smoke Burger, oh, das riecht gut. Oh, das riecht richtig schön. Oh, nach hier, ne, verkohlt, ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme gerade nicht drauf. Geräuchert, so heißt es. So, Kartoffeln. Der ist noch zu. Hier gibt es Käsekreiner. Ja, und hier sind halt wieder Drinks. Da drüben haben wir noch Flammbrot, Döner und Schließfächer. Brotzeit. Da sind nochmal Pommes. Also Essen haben sie eigentlich genug im Angebot. Also hier sollte auch jeder was finden. Wie gesagt, da drüben geht es weiter mit Pizza, nochmal Wurst, Schnitzel, Burger. Also da ist auch der, da wo man Wasser trinken kann umsonst. So, zeig mal links. Wo man Wasser trinken kann, das passt. Der ist auch ziemlich frei zugänglich. So, damit sind wir bei der Echo Stage. Hier ist dann in einer Stunde, glaube ich, so Charlotte de Witte. Bin ich auf jeden Fall. Ich möchte die unbedingt sehen. Ich glaube, das ist ja eine von den Schneekanonen. Also es kam kein Schnee raus, nur Wasser. Aber wie man sieht, ja, hat gepasst. Ich denke mal, wenn die Sonne dann hier untergegangen ist, dann wird sich das hier alles noch verteilen. Hier ist, ich glaube, das ist Cannabis. Wer was braucht. Oh, warte, so, wir müssen jetzt hier einmal links. Das habe ich vor uns nämlich gesucht. Ich habe den Hardecage nicht gefunden. Aber ja, ist hier auch nicht gerade gut ausgeschildert. Ne? Ich habe zwar gesehen, wo er ist, aber ich wusste nie, wie ich hinkomme. Jetzt weiß ich. Sollte man vielleicht mal ein Schild oben drüber machen. Und der Hardecage ist klimatisiert. Das ist das Gute dran. Schön angenehm da drin. So, mal gucken, wie das Mikrofonausschlag hier drin ist. Vorn ging eigentlich. Noch scheint ein bisschen Sonne rein, aber nicht mehr lang. Und dann ist dunkel. Und ich glaube, dann geht es hier richtig drinnen los.
Da oben ist noch ein Premium-Deck von der Echo Stage. Wie gesagt, das ist noch ziemlich leer, weil es liegt halt mitten in der Sonne. Ich schätze mal, bei Charlotte de Witte wird es voll. So, wir gehen noch einmal rum und dann kommen wir zum Herrn Heinrich auf der Frequency Stage. Oh, den Bass höre ich schon bis hierher. Oh, ich weiß nicht, ob ich da reingehen kann. So, das ist die Symbiotika. Das verstehe ich irgendwie nicht, was das soll. Da darf nicht jeder rein und Einlass nach Auswahl. So, dann gehen wir nicht rein. Obwohl, bis jetzt geht's. Oh ja. So. Der Ausschlag ging zwar, aber könnte vielleicht trotzdem ein bisschen. So, kommen wir noch zu dem Toilettenthema. Also gibt es sehr viele hier. Ihr habt da mal sowas, ne? Schön verwinkelt und aufgebaut. Also Sichtschutz. Und davon gibt es mehrere solche Stationen. Beim Premium-Bereich gibt es sogar also feste Kasten, also hier Container. So ist das Wort, was ich gesucht habe. Wie ihr seht, auch bei den Bars, man steht nicht allzu lange an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal hier hoch, weil da ist gerade wenig los. Da kriegt ihr mal einen Überblick von oben. So, da kann ich euch noch mal ein bisschen was von oben zeigen. Also wie gesagt, habt ihr hier die Echo steht. Und ihr könnt euch sicher sein, dass es noch mindestens einen Nachtrundgang geben wird. Vielleicht sogar zwei. Mal sehen. So, wir sind soweit fast durch. Alle Foodtrucks sind noch gar nicht auf, wahrscheinlich erst morgen. Wir sind hier so, das ist eigentlich so die Chill Area. Hier kann man Fotos machen, sitzen, wie gesagt ein bisschen noch was essen. Und hier sind auch die ganzen Gebilde. Wir gehen jetzt mal noch näher zu den Gebilden. Und ich denke mal, dann werde ich den Rundgang
dann auch beenden. Hier ist noch der Finlandia-Stand. Das steht natürlich jetzt alles in Richtung Sonne. Was das genau darstellen soll, ja, alles so ein bisschen computertechnisch, Cyborg, animiert. Hier, die ist kaputt. In der kleinen Kuppel hier drin ist auch noch ein bisschen Musik, aber da steht die Luft ein bisschen drin. Ne? Wir gehen mal kurz rein. Bisschen ruhiger, aber wie gesagt, da steht die Luft. Hier ist das Trinkwasser. Wie gesagt, das haben sie gut gelöst. Ne? Keine Schlangen, keiner steht sich im Weg mit irgendwelchen Toiletten. Sehr gut gelöst. So, ich würde sagen, ich habe den perfekten Spot gefunden, um mein Video zu beenden. Gut, das war der Rundgang zum Echelon Festival. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Kommentar, Like, Abo da. Seid ihr selber hier? Kommt ihr nächstes Jahr vielleicht her? Stellt mir gerne Fragen, beantworte euch gerne. Und ansonsten wünsche ich euch allen, die hier sind, noch einen schönen Abend, noch einen schönen zweiten Tag, falls ihr morgen auch noch da seid. Und ansonsten gute Heimreise und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.